Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Ich habe Folgendes getan, und zwar habe ich mir eine 30 Tage Adventurers Flask gekauft, oder Abenteuer Glückselixier, wie es zu Deutsch heißt, aka, die meisten kennen es eher unter dem Begriff Pay to Win oder F-Coin Flask, so wird es eigentlich häufiger bezeichnet. Und werde sie auch eigentlich heute benutzen. Ich muss mal gucken, vielleicht morgen, aber eigentlich habe ich vor, sie heute zu benutzen. Und der Plan damit war quasi einfach ein bisschen schneller Progress zu machen, weil man kriegt ja gute XP und die Droprate ist jetzt ja auch nicht schlecht, aber man kriegt halt, und ich denke, das ist halt etwas, was wirklich viele Leute leicht auch übersehen, nochmal einen 8% PvE-Schadensbonus gegenüber der Penya Flask. Und das finde ich eigentlich sogar wesentlich krasser als die 50% XP. Ich meine, gut, die 50% XP, jetzt level ich ja eh schon die ganze Zeit mit Party auf Level, sind offensichtlich für mich nicht so ultra relevant. Also nicht irrelevant, aber auch nicht ultra relevant. Und ja, 50% mehr Drop-Chance, ja, ich meine, mit Drops verdient man jetzt eh nicht so ultra viel Geld. Ich meine, ich habe schon die Hoffnung in 30 Tagen, dass dadurch dann insgesamt, keine Ahnung, ich meine, es ist echt schwer einzuschätzen, wie viel mehr Geld man da pro Tag bekommt. Ich kann da ja mal so ein bisschen gucken. Aber es wird jetzt nicht die Welt sein, also keine Ahnung, vielleicht 100 Mio mehr, als wenn ich sie nicht gehabt hätte in 30 Tagen. Weil es fast ein bisschen wenig ist. Vielleicht 200 Mio, keine Ahnung, aber ich meine, wird jetzt nicht die Welt sein, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke halt, dass es doch nicht schlecht ist, die sich jetzt noch zu holen, weil die war recht, oder die ist ja recht günstig, dadurch, dass die F-Coin-Preise recht günstig sind. Sie hält 30 Tage und wie gesagt, 30 Tage lang immer 8% mehr PvE-Schaden ist schon echt heftig. Und ich denke, dass es halt einfach perfekt ist, um jetzt noch ein bisschen zu leveln, bis 150 vor allem. Und dann kann ich mir neues Equipment besorgen, beziehungsweise das 150er Wild Set wollte ich mir dann besorgen. Und ja, also vor allem dann, also hier ist es jetzt echt noch kein Problem mit der Penya Flask. Also die Tiger, die sind okay. Weil gut, die sind Level 143 und ich bin auch 143. Also ich meine, es wäre traurig, wenn das nicht okay wäre. Also wenn ich jetzt hier nicht wirklich leveln könnte. Das wäre dann einfach nur, ja, traurig. Aber bei den Maris wird es halt dann auch wieder schwieriger. Ich habe ja auch letztens erst dieses Video gemacht über Coral Island, über die HP-Werte der Monster und so. Und ja, ich meine, neue Monster bedeutet wieder deutlich mehr HP, die diese Monster haben. Und dann wird es halt wieder schwieriger. Vor allem halt das Hidden Run Elementor. Und vor allem da denke ich halt, dass man diese 8% PvE halt diesen Umbruch oder diese höhere HP halt einfach mehr oder weniger komplett ausgleichen. Ich könnte vielleicht sogar mit einem Plus rausgehen, dass ich dann sogar eine schnellere Killtime habe als hier. Also zumindest, wenn ich Achievement Level 5 wieder erreicht habe. Davor natürlich nicht, aber maybe. Und wie gesagt, also dann könnte man damit halt relativ gut auf 150 leveln mit dem weiterhin ziemlich schlechten Equipment von mir. Und auf 150 dann, wie gesagt, neues Set. Und der Plan war dann auch, während ich jetzt diese 30 Tage F-Coin Flask dann aktiv habe, direkt zu sparen auf noch eine. Weil der Server geht jetzt auch nur noch 77 Tage. Das heißt, ich könnte dann von den letzten 2,5 Monaten könnte ich dann auch volle 2 Monate noch mit der F-Coin Flask spielen, das noch ein bisschen ausnutzen, dass es das ja hier überhaupt gibt. Wenn man dann wieder zurück auf Boding ist, dann gibt es das ja gar nicht mehr. Es auch ausnutzen, dass wie gesagt die F-Coin-Preise recht stabil sind und auch nicht allzu hoch. Und genau. Und das andere, was ich dann jetzt, also ich wollte jetzt quasi in den nächsten 30 Tagen, habe ich jetzt quasi feste Ziele. Und zwar noch eine F-Coin Flask, noch eine 30 Tage F-Coin Flask, aka 3800 F-Coin, kaufen. Und das andere ist dann das 150er Set kaufen und 4 Lightning 7 Karten. Das alles in den nächsten 30 Tagen sollte eigentlich kein großes Problem sein. 150er Set kostet nicht viel. Gut, 4 Lightning Karten plus 3800 F-Coin, das ist schon nicht wenig, aber jetzt auch nicht unendlich viel. Also sollte eigentlich klappen. Und dann, wie gesagt, werde ich es jetzt wahrscheinlich so machen, dass ich jetzt erstmal die nächsten Tage so weiterspiele wie bisher. Nur halt wird es ein bisschen hoffentlich schneller gehen dann. Bessere Killtime. Mehr XP für den Elementor. Durch die bessere Killtime auch mehr XP für die Leecher. Also all around einfach mehr XP. Mehr Drops heißt auch eigentlich wieder schneller Geld verdienen. Für diese Sachen, die ich gerade angesprochen habe. Und je nachdem, ich kann es jetzt halt momentan überhaupt nicht einschätzen, wo ich jetzt zum Beispiel in 20 Tagen sein werde mit dem Level her. Also ich meine, ich stehe jetzt ja eh schon kurz vor 144. Also so viele Level-Ups sind es eigentlich eh nicht mehr bis 150. Aber es könnte natürlich sein, dass ich jetzt in 30 Tagen tatsächlich 150 mit Party auf Level nicht erreichen würde. Das würde man ja spätestens so eine Woche vorher, also so in 3 Wochen oder so, würde man das ja eigentlich spätestens erkennen oder sollte man es erkennen, ob es für 150 so reicht oder nicht. Und da würde ich es dann tatsächlich so machen,
Wobei, wenn ich mir eh noch eine F-Con Flask kaufe, ist es im Endeffekt egal. Aber ich würde es wahrscheinlich schon so machen, dass ich zumindest die letzten paar Level, keine Ahnung, 148 bis 150 oder so, dann Party tatsächlich wieder auf Schaden stelle, um halt dann 150 zu erreichen. Vorausgesetzt ist natürlich dann auch, dass ich dann das Set habe und hoffentlich auch schon die 4 Lightning 7 Karten, damit ich das halt ein bisschen früher tragen kann und man halt früher in den Genuss der wesentlich höheren Cast-Time und des wesentlich höheren Schadens komme. Also so ungefähr ist jetzt einfach der Plan für den August, basically August, September. Und ja, mal gucken, ob das was wird. Aber ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, weil ich fand jetzt den Progress der letzten Tage eh gar nicht so bad. Also ich habe jetzt auch dieses Wochenende das heißt, ich habe nicht fest damit gerechnet, sagen wir es so. Ich habe befürchtet, weil es oft so ist, dass es vom Timing her leider nicht ganz passt für mich, dass dieses Wochenende Schmuck-Upgrade-Event kommen würde. Und ich wäre halt nicht ganz ready gewesen. Ich hätte alle meine Chars gerne noch auf 140 gemacht vorher. Also wäre jetzt auch nicht zwingend notwendig gewesen. Aber da kriegt man halt 30 Smating-Boxen pro Char. Also in meinem Fall wären das dann quasi jetzt 7 mal 30 Smating-Boxen. Also 420 A-Product wären das, die ich da bekommen würde, wenn alle meine Chars 140 erreichen. Was schon nicht wenig ist. Das sind mehr als 20.000 F-Coin. Und ja, die hätte ich natürlich schon gerne gehabt vor dem Event. Ist jetzt zum Glück nicht gekommen. Ich habe jetzt tatsächlich vergessen, was... Ach, Stone Rain Event. Oh Gott, ja. Oh, Stone Rain Event. Ja, zum Kotzen. Ich hasse dieses Event so sehr. Ich glaube, jeder hasst dieses Event. Genau, jetzt ist das quasi gestartet und nicht das Schmuck-Upgrade-Event, wie befürchtet. Und das ist natürlich gut, weil jetzt habe ich natürlich erstens keinen Zeitdruck mehr und zweitens wäre ich jetzt, also bis nächstes Wochenende, werde ich halt 1000% mit allen Chars 140 sein. Also die werden heute noch alle 138. Und ja, für einen Level-Up brauche ich so 5 Tage maximal. Also geht eigentlich relativ schnell. Und von dem her, ja, soll das dann eigentlich auch kein Problem sein. Dann haben wir da keinen Druck mehr. Und das heißt, wie gesagt, da kann ich es dann noch easy rechtfertigen oder besser rechtfertigen, die Party wieder auf Schaden zu stellen für zumindest ein paar Level oder so, als wenn das nicht so wäre. 160 werde ich sowieso nicht erreichen mit allen Chars. Ich meine, das steht jetzt auf jeden Fall schon fest, by the way. Wie gesagt, noch 77 Tage. Ja, meine Leecher müssten quasi jeden dritten Tag ein Level-Up haben. Pi mal Daumen. Und also ein bisschen weniger sogar, aber ist vollkommen irrelevant, weil spätestens ab 100, sagen wir 45 vielleicht, wird es mit Party auf Level einfach nicht mehr funktionieren. Also schon, aber da werden die halt einfach keine XP mehr bekommen. Ich meine, es ist jetzt schon ziemlich wenig, sage ich mal. Pro Stunde Level sind es gerade mal noch so 10% oder so. Das ist mit Amplis, das ist nicht sehr viel. Und erstens das auch, also das auch noch dazu. Ich habe nicht unendlich Amplis, also irgendwann werden mir sowieso die Amplis ausgehen. Also auch da wird es irgendwann nicht mehr so schnell vorangehen. Und ja, also das sind einfach so ein paar Sachen, die man da vielleicht für einen Background mitnehmen kann. Und ja, aber wie gesagt, der Plan für die nächste Zeit steht jetzt auf jeden Fall für den August, September. Und dann mal gucken, ob das klappt. Also das Einzige, was es mir jetzt halt wirklich versauen könnte, dass irgendwas davon klappt, oder nicht klappt, besser gesagt, wäre halt, wenn jetzt plötzlich die Preise anziehen würden. Also wenn jetzt plötzlich halt irgendwie eine krasse Inflation kommen würde, was halt einfach, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber es könnte natürlich theoretisch passieren. Das wäre natürlich das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen die Suppe versalzen könnte. Aber ich denke halt nicht, oder ich hoffe nicht, dass das passiert. Ansonsten bin ich, wie gesagt, recht zuversichtlich. Und ja, dann war es eigentlich eh schon. Kleines Update dazu. Wie gesagt, dieses Wochenende Stone Rain Event leider. Ich glaube, man muss etc. ausschalten. Dann hebt ihr die ganzen Dinger nicht auf, falls ihr euch fragt, wie das geht. Also am besten dann den Pet-Filter etc. deaktivieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Oder auch gerne im Livestream. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal mit Fly Universe. Haut rein und ciao, ciao.